Hallo Leute, heute geht es mal wieder auf Deutschlandreise und jetzt stehe ich hier beim Check-in und mit Finnlines soll es von Helsinki nach Travemünde gehen, natürlich. Ja, ich hoffe, es wird eine schöne Reise. Wer vorhat, hier in Helsinki mit Sommerreifen hier rauf zu fahren, das wird wohl noch nichts. Die Straßen guckt euch mal an, Leute. Ja, was heißt das jetzt für mich? Winterreifen in Finnland bedeutet ja meistens mit Spikes, so wie ich das habe. Ich fahre jetzt mit Spikes hier auf die Fähre und habe meine Sommerreifen mit. Ja, wenn das haarig kommt, muss ich die nochmal wechseln. In Deutschland darf man ja mit Spikes bekanntlicherweise nicht fahren. Ich habe irgendwie mal von einer Ausnahmeregelung gehört, aber die Info stammt von einem Finnen. Weiß nicht, der sagte so in einem Grill, bevor es losging, ach, da kannst du locker einen Tag mitfahren in Deutschland, wenn du ein finnisches Kennzeichen hast. Dann sagt Polizei so, ja, tausch mal nächstes Mal. Na gut, also ich werde mal sehen, wir kommen abends an, 21 Uhr legt die Fähre da an. Bis wir da so runterfahren, ist ja auch eine halbe Stunde vergangen. Und ob ich da, wenn ich runtergefahren bin, noch die Reifen wechsle, weiß ich nicht. Mal sehen. Mal sehen, wie es läuft. Aber jetzt geht es erstmal an Bord. Check-in macht in 10 Minuten auf. Vielleicht gibt es ja da schon irgendwelche Hinweise oder was weiß ich. Das Wetter ist bescheiden. Ich bin heute Morgen in Lahti losgefahren bei minus 4 Grad und Schnee. Und Richtung Helsinki wurde es dann auch immer wärmer. Und mit jeder Stunde wurde es auch ein bisschen wärmer. Jetzt haben wir irgendwie so 0 Grad, plus 1. So, es wechselt immer zwischen 0 und plus 1. Und ja, also ich habe mal geguckt, das Hafengelände, wo du rauffährst, ist wohl ziemlich frei. Aber mit Sommerreifen würde ich es mich auch noch nicht trauen, da über die gefrorenen Planken zu fahren. Mal sehen, wie das jetzt so funktioniert. Ja, Leute, bleibt dran. Gleich geht's weiter und los!
Yep. Ja, so wie immer gut drauf gekommen und froh, dass ich doch die Winterreifen drauf gelassen habe. So zwischendurch mal genau auf der Steigung anhalten, weil vor dir gestoppt wird und dann weiterfahren. Das wäre jetzt mit den Sommerreifen schief gegangen. Von daher ganz richtig gemacht. Also ja, für mich heißt es jetzt hier an Bord ein bisschen entspannen und ausschlafen. Und tschüss Finnland für eine Zeit, vielleicht sogar für einige Monate. Und ja, mal schauen, wie die Reise so wird und was es von hier noch so zu berichten gibt. Ha!
Ja, so Leute, ja, ich bin jetzt hier an Bord gegangen und mit der Bude hatte ich richtig Glück. Ja, normalerweise bucht man so eine Hütte hier mit 4 Plätzen und schläft dann mit 3 Unbekannten zusammen. Ich habe aber jetzt Glück gehabt, wahrscheinlich ist nicht alles ausgebucht. Es ist nur eine zweite Person hier und ja, ein angenehmer Typ. Etwas jüngerer und lebt seit 9 Jahren schon in Finnland und kann kein Wort Finnisch. Aber macht nichts, wir reden ein bisschen auf Englisch und so, ich kann euch ja mal die Bude hier zeigen. Hab gerade sturmfrei. So, warte. Ja, so sieht das hier aus, ne? Kommst hier rein in die nette Bude und ein Bettchen kann man umklappen zum Sofa. Und die anderen sind eben in so einer 4-Mann-Kabine. Das ist schon, wenn man sich anguckt, hier ist schon ziemlich eng. Ne? Also ich habe hier rechts mich breit gemacht und da oben ausklappbar ist denn das andere Ding, ne? So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn hier 4 Leute nach einem harten Arbeitstag oder nach einer harten Anreise oder nach einer Woche Camping denn hier rumliegen, das ist schon ein bisschen, die Lüftung ist bescheiden, man kann hier die Temperatur einstellen, ne, aber so richtig gut lüften kann man es nicht und man kann auch nicht die Lüftung, die Stärke der Lüftung einstellen. Also es riecht immer so ein bisschen wie im Ferienlager früher, ne? So eine Mischung aus Deo und alten Socken. Ja, es ist ein bisschen flau so auf der Zunge, aber das war es auch schon, als wir hier reingekommen sind. So, dann gibt es hier TV. Oh, was gibt's da? Mal schauen. TV gibt's da. Ja. Das Bett klappen wir mal wieder hoch. Außer die Handtücher brauche ich da nichts von. Ha. Ah ja, guckst du. Ja, spannend. So, und dann gibt es hier ein Klo. Die Beleuchtung ist außen. Man kann jetzt hier rein theoretisch auch duschen. Aber ich war gerade in der Sauna, hat super Spaß gemacht. 3 Leute auch da, Altherren-Sauna, ne? So alte Finnen und haben so von ihrem Job erzählt, kurz vor der Rente. Der eine hat schon Rente und so, denn ja, jeder so seine Geschichte, warum er hier an Bord ist. War irgendwie auch spannend. Ja, Aufguss, ne? Von der obersten Treppe da, Kelle rauf und fertig, ne? Nix Saunameisterie wie in Deutschland. Ja, jetzt wollen wir mal wieder raus. Klo ist ganz gut, also das ist alles ganz sauber, ne? Und Handtücher gibt es auch genug, da kann man jetzt nichts meckern. Ja. Ja, so die Kabine, das ist alles in Ordnung, ne? Aber ich kann mich erinnern, ich bin einmal gefahren, als so ein Ding zu viert. Ja, Alarmmeldung. Ich bin einmal gefahren hier, als so ein Ding zu viert belegt war. Und da habe ich mich eigentlich nur in die Flure verkrochen und da auf dem Liegesessel mich rumgesühlt. Weil wenn die 4 alte Herren furzen und schnarchen, ne, das ist schon ganz schön. Und jetzt musst du dir vorstellen, auf der Reise jetzt gibt es 18:30 Uhr hier ein großes Buffet, wo du auch Alkohol nehmen kannst. Und wenn du da 40 Euro für so ein Ding bezahlst, ach übrigens 26 Euro stand im Internet. Ich habe so gedacht, oh komm, 26 Euro, brauchst nicht groß essen vorher, machst du mal. Hab nichts weiter mitgenommen, außer so 2 kleine Riegel für Notfall. Jetzt komme ich hier an, ne?
schön Sauna gewesen, Haare gegelt, fresh und froh und habe gedacht, gehst gleich essen. Guck mir die Preisliste an, fall bald hinten runter. 41 Euro, Leute, das ist ja, naja gut, aber du kannst Bier zapfen und Wein trinken da. Aber ja, den Fehler habe ich auch schon mal gemacht. Ne? Habe ich da den Rotwein mir reingezogen. 2, 3, 4, 7 Gläser oder keine Ahnung. Boah, das ist aber ein Kopfschmerz, Rotwein, Leute. Ja, okay, ja, soweit erstmal hier der Einblick und der Einblick hier und so, dass ihr mal seht, wie die Kabinen aussehen und so sieht's aus, ne? Kann euch ja noch ein paar Details hier beipulen. Aber hey Leute, es ist eng. So. Ja, aber so zu zweit, ne, ist das ganz easy. Der Typ ist gut drauf hier. Haben ein bisschen gequatscht schon und wir gehen uns auch aus dem Weg, ne? Wir legen uns hier nicht nebeneinander auf der Tasche und verbringen den irgendwie so. Das ist schon ganz locker alles. Ja. Finn Lines. Machen wir mal aus den Koffer. Braucht ja kein Mensch. Und ja, würde ich sagen, los geht's hier, ne? Mal gucken, ob ich die Karte mit habe. Ohne Karte keine Kekse. Kommst du nicht mehr rein. Da liegt sie am Boden, siehst du? Oh. Haben wir es? Jo. Goodbye. Oh, hier pfeift schon der Wind durch. Hammer. Ein Seemannslied, herrlich. Jetzt ist hier so abendliche Stimmung. Alle werden ganz ruhig und nehmen sich Bierchen und verkrümmeln sich hier so um die Bar. Außer die Leute, die aufs Essen warten. Die sind hungrig und stehen da schon. Ja, mal schauen, was das wird. Mach ich das? Ja, hier ist ganz gut. Kannst du Geld wechseln. Wofür brauchst du was? Zum Spielen? Natürlich nicht. Sondern für die Schränke. In der Sauna brauchst du 1 Euro, um so einen Schließschrank zu bedienen. Und hier im Flur gibt es auch noch so. Hier brauchst du 2. Leute, schaut das auch noch auf. Und dann gibt es so ein Spielparadies. Mal gucken, ob da noch Schreikinder drin sind. Keine Schreikinder hier, aber ist so sehr maritim gehalten, ne? Oder? Guck mal, wie schön. Herrlich. Oh, was gibt's hier? Ein Kicker! Ein Kickertisch im Spieleparadies. Ja Leute, Juamenta und schöne Grüße von der Ostsee. Ja, wir sind gestern mit der Finster so um 15 Uhr losgedüst und ja, nach einer kleinen Eingewöhnungszeit habe ich auch jetzt ein bisschen geschlafen und jetzt sind hier auf See plus 15 Grad. Gestern sind wir noch hier eben mit Eisschollen im Hafen da ausgelaufen. Ja, und jetzt haben wir hier schon... Nicht so allglatt. Ja, und jetzt haben wir hier 15 Grad plus und es ist bedeckt und diesig, aber diese herrliche frische Ostseeluft kommt einem schon entgegen. Ja. Vielleicht noch einige Tipps hier für Alleinreisende, wenn ihr so ein 4-Bett-Zimmer da gebucht habt, natürlich. Ihr habt da kein Schließfach oder sowas. Die Schränke sind ganz normal offen zugänglich.
Also man kann im Flur hier etwas einschließen, aber das ist auch nur so ein wackeliger Holzschrank. Also das Wichtigste am Mann und den Rest im Auto lassen, so würde ich sagen. Ne? Ja. Ja Leute, das sind die Schlafsessel, die ich im Sommer gebucht hatte. Und hier ist natürlich an Schlaf überhaupt nicht zu denken. Aber es ist günstig und dir geht niemand anderen irgendwie auf die Nerven. Im Sommer, Hauptsaison, wenn diese 4-Mann-Betten da, mit denen wenn die einfach belegt sind mit 4 Leuten, da machst du kein Auge zu, ne? Kannst du nicht mal atmen. Hier gibt es ja gutes Essen an Bord. Jeder haut sich ein Bierchen rein. Das ist in so einer Männerkabine schon recht männlich, würde ich sagen. Ja, ansonsten kann man sich natürlich jederzeit hierhin verpieseln. Und hier oben ist natürlich jetzt, naja, Winter, Frühjahr, ein bisschen zu kalt. Deswegen darf man es jetzt auch nicht buchen. Heute geht es natürlich bei plus 15 Grad. Ja, und so sieht das Ganze aus. Guck, hier gibt es so ein paar Wackelschränke, wo du was einschließen kannst. Würde ich jetzt aber auch keine Schätze einschließen. 2 Euro, ne? Ja, ist klar. Ja, haben wir noch mal ein paar Schränke, Spielautomaten. So ein Gym, naja, habt ihr bestimmt alles schon mal gesehen. Ja, so gegen 21 Uhr läuft die Finster in Travemünde ein. Das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, Leute, abonniert den Kanal. Schaut mal wieder vorbei. Alles Gute, euer Micha.